Es hat sich im Rahmen der Bearbeitung zur IBA Wien herausgestellt, dass die Quartiersentwicklung eine besondere Rolle und einen besonderen Stellenwert einnimmt. Wir sehen, dass die Auseinandersetzung mit den Quartieren, mit kurzen Wegen, mit guten Nachbarschaften, mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Schlüssel ist, um die Ziele zu erreichen, egal ob das jetzt Leistbarkeit ist, auch die Klimaanpassung und andere Themen sind im Grunde bei einer guten, umfassenden Quartiersentwicklung am besten erreichbar. Deshalb haben wir das auch in den Vordergrund gestellt. Es ist auch klar und wichtig zu verstehen, dass wir beim neuen sozialen Wohnen nicht jedes Gebäude für sich selbst ein Leuchtturmprojekt sein kann, für das man sich weltweit in den Flieger setzt, um das anzusehen, sondern es sind die Quartiere, die durch das Zusammenwirken all dieser Einzelprojekte zum Leuchten kommen. Wir setzen sehr viel Energie daher in die Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren und Akteurinnen. Ein großes Beispiel, groß deshalb, weil es 3000 Wohneinheiten umfasst, ist die Beresgasse, die ganz neu entwickelt wird, wo wir sehr früh uns in den Prozess eingebracht haben, mit den Bauträgern, mit den Planenden gemeinsam dann zu verschiedenen Themenstellungen uns zusammensetzen, einen gemeinsamen Erdgeschossplan erstellen und zum Beispiel daran arbeiten, dass die bauplatzübergreifenden Nutzungen gut abgestimmt sind, dass die Nutzungsmischungen gut abgestimmt sind, dass die Angebote in der sozialen Nachhaltigkeit gut abgestimmt sind. Immer mit dem Ziel, wenn es fertig gebaut ist, soll es funktionieren, nicht erst 3 Jahre später. Im Rahmen des Bauträgerwettbewerbs sind in der Beresgasse unterschiedliche Konzepte aus der sozialen Nachhaltigkeit entstanden und eines davon ist die Grätzl-Genossenschaft. Das Besondere bei der Grätzl-Genossenschaft ist, dass es eine Genossenschaft auf der Stadtteilebene ist. Das bedeutet, die Idee dahinter ist, dass nicht nur der Wohnraum an sich unser Leben erleichtern sollte, in der er leistbar ist, in dem er so geplant und ausgeführt ist, dass er unseren Bedürfnissen entspricht, sondern dass auch die Bedürfnisse im Alltag erleichtert werden durch die Vernetzung, durch die Mitgliedschaft in der Genossenschaft und durch das Prinzip des Teilens. Die andere Besonderheit der Grätzl-Genossenschaft ist, dass sie nicht nur ein Angebot für neue zukünftige Bewohnerinnen ist, des neuen Stadtteils, sondern vor allem sich an alle richtet. Die Bewohnerinnen aus der Nachbarschaft, die jetzt schon da sind, und auch für die zukünftigen, die erst in ein paar Jahren in ein neues Gebiet umziehen werden. So ist die Grätzl-Genossenschaft die erste auf der Stadtteilebene in Österreich schon vor Ort in der Beresgasse. Sie wurde vor einem Jahr gegründet und jetzt arbeiten sie schon an der Vernetzung und verschiedenen Konzepten für die Zukunft gemeinsam mit Gewerbetreibenden und Bewohnerinnen vor Ort. In diesem Raum haben wir 2 sehr große Entwicklungsgebiete vor uns. In beiden Fällen geht es sehr stark um Quartiersentwicklung. Die Beresgasse mit über 3000 Wohneinheiten und sehr vielen Akteuren natürlich, die in einem gar nicht so einfachen Umfeld sich entwickelt. Man kann das an den Luftbildern auch sehen. Auf der einen Seite die Gemeindebauten der 70er Jahre, auf der anderen Seite Gartensiedlungsgebiete, privat genutzt, ein Badeteich daneben, also ein schönes Gebiet. Im Grunde geht es hier sehr stark um die Nutzungsmischung, um die gute Abstimmung auf das, was in Zukunft dort stattfinden soll. Das trifft natürlich auch auf Nahe-Leopoldau zu, im 21. Bezirk, das ebenfalls jetzt hier entwickelt wird, nicht ganz so groß wie die Beresgasse. Was in Nahe-Leopoldau sehr stark im Vordergrund steht, ist die bauplatzübergreifende Nutzung von Gemeinschaftsräumen. Das hat man gelernt aus einem Gebiet in der Wiesn, dass nämlich normalerweise Bauträger die Gemeinschaftsräume, die sie bauen müssen, oft sehr einseitig, sehr gleich ausgeformt haben. Ein Partyraum, der dann wenig genutzt wird. Und man hat daraus gelernt und ist dazu übergegangen, dass in jedem Gebäude eine andere Qualität von Gemeinschaftsraum errichtet wird, die aber dann auch für das gesamte Gebiet nutzbar gemacht werden. Das ist rechtlich eine Herausforderung. Hier wurde eine Lösung gefunden und damit kann mit weniger Einsatz von Mitteln eine größere Wirkung für das gesamte Gebiet erzielt werden. Das ist ein wirklich nachhaltiger Beitrag für die Quartiersentwicklung und ist mit ein Grund, warum wir das sehr stark unterstützen und auch zeigen.
In Neu-Leopoldau in Floridsdorf hat sich die Gebietsbetreuung ein ganz besonderes Format der Vernetzung für Bauträger, Planerinnen und Expertinnen der sozialen Nachhaltigkeit überlegt. Die Gebietsbetreuung ist dort mit dem Stadtteilmanagement beauftragt und mittels einer Plattform Gemeinsam wissen wir mehr wurde ein Angebot eines niederschwelligen Austausches entwickelt. Das bedeutet, außerhalb von allen anderen Abstimmungen, die Bauträger machen müssen, wie Baustellenkoordinationen und also alles, was mit dem Baulichen zu tun hat, haben sie hier die Möglichkeit bekommen, sich zu den Themen der Erdgeschosszone, der nachhaltigen Quartiersentwicklung formlos auszutauschen. Also es wurde ihnen ein Raum angeboten. Und das Spannende ist, dass sie auch dieses Angebot sehr aktiv angenommen haben und die Bauträger gemeinsam mit ihren Beauftragten zur sozialen Nachhaltigkeit, aber auch Planerinnen aus ihren Teams sich selber mit dem Thema bauplatzübergreifende Nutzung der Gemeinschaftsräume beschäftigt haben, ein ganzes Konzept entwickelt haben und das auch umgesetzt haben. Also solche offene Konzepte sind auch sehr wichtig für die nachhaltige Quartiersentwicklung und auch als ein Werkzeug, das man in weitere Stadtteile auch weitertragen kann. Ja, das Projekt Wiesendialog im Süden von Wien ist im Grunde das, was wir in Neu-Leopoldau gehört haben, von bauplatzübergreifenden Gemeinschaftsräumen, wurde hier zum ersten Mal entwickelt. Man sieht hier das Gebiet, es ist nicht so groß, 730 Wohneinheiten und nur wenige Bauplätze. Aber die Idee und das Know-how wurde hier entwickelt, vor allem das Rechtliche. Wie kann man es lösen, dass man von einem Bauplatz im anderen nutzen kann und selbst wenn ein einzelner Mieter sich dagegen zum Beispiel wehren würde und sagen, ich zahle möglicherweise zu viel an Betriebskosten, weil andere diesen Raum mitnutzen. Wie kommt man aus dieser Schere heraus? Das wurde hier sehr gut gelöst und zum ersten Mal gelöst und wird jetzt versucht, in Neu-Leopoldau ein zweites Mal umzusetzen. Ziel ist es, aus dem heraus dann eine standardisierte Lösung für ganz Wien zu finden, damit man nicht permanent diese Lösungen neu erfinden muss. Ja, ein besonderer Raum ist der Quartier am Seebogen, besonders deshalb, weil die Entwicklung in der Seestadt ja schon bisher sehr stark mit Innovation zu tun hatte und auch die Entwicklungsgesellschaft ein sehr wertvoller Partner ist. Es war daher durchaus günstig für uns, dass das erste Quartier, das wir gemeinsam in einem Bauträgerwettbewerb als IBA betreuen konnten, in der Seestadt Aspern sich befindet. Es geht um das Quartier am Seebogen. Man sieht hier die bereits erste Phase, die schon gebaut ist seit 2014. Und jetzt ist dieses Entwicklungsgebiet am Seebogen in der nächsten Phase. Das Thema war hier Wohnen und Arbeiten. Und die Voraussetzung im Bauträgerwettbewerb, es ist überwiegend geförderter Wohnbau, war, dass 20% der Nutzfläche nicht Wohnnutzungen sein müssen. Das ist für die Bauträger eine große Herausforderung. Und daher war es von besonderer Bedeutung, dass die Wien 3420 auch eine besondere Begleitungsleistung geboten hat in Form einer Quartierswerkstatt. Das ist das, was wir als IBA auch in anderen Bereichen machen, zum Beispiel in der Beresgasse. In Neu-Leopoldau macht das die Gebietsbetreuung, hier macht es die Entwicklungsgesellschaft selbst. Da geht es darum, dass alle Vorschläge, die die Bauträger und die Planenden im Zuge des Wettbewerbs einbringen, gut aufeinander abgestimmt werden und dann begleitet werden bis hin zur Umsetzung. 20% Nichtwohnnutzung ist eine Herausforderung. Das bedeutet, dass es auch Hilfestellung braucht, dabei die richtigen Interessentinnen zu suchen, die richtigen Nutzungen reinzukriegen, damit zum Zeitpunkt der Eröffnung, das soll 2021 sein, der Großteil wird 2021 fertiggestellt sein, dass es dann auch wirklich bereits ein Angebot gibt und man nicht erst mühsam Nutzerinnen suchen muss. Damit das Ganze funktioniert, braucht es natürlich die einzelnen Akteure und Akteurinnen. Wir sehen die auf dieser Seite der Ausstellung.
wo wir dann die einzelnen Projekte dargestellt haben. Ein besonderes Beispiel, die Kulturgarage. Man ist im Grunde ja aus dem Lerneffekt aus der ersten Phase dazu übergegangen, keine Tiefgaragen mehr zu errichten, sondern nur mehr Hochgaragen und sehr viele weitere Projekte, die alle zu den Themen Wohnen und Arbeiten sich neue Lösungen einfallen lassen. Das Forum am Seebogen ist eines der herausragenden Projekte, wenn es um Baumaterialien geht, mit einer Holzmodulbauweise, die für sich jetzt wieder etwas Besonderes ist, weil sie nicht nur stapelt, sondern die Räume auch ganz flexibel gliedert. Auf das dürfen wir gespannt sein. Die IBA wird dann 2022 auch in diesem Gebäude eine Außenstelle haben. Die Quartierswerkstatt habe ich schon erwähnt als eine Einrichtung der Entwicklungsgesellschaft, die die Gesamtentwicklung betreut. Das ganze Gebiet wird im Schwammstartprinzip entwickelt. Das ist ein Projekt, das für die Stadt Wien in dieser Größenordnung ein wirklich Testgebiet ist und wo man versucht herauszufinden, wie die Erfahrungen sein werden mit dem Schwammstartprinzip in den öffentlichen Räumen. Und damit die Menschen sich besser vorstellen können, was im Grunde alles im Gebiet stattfinden wird und vor allem, wie es aussehen wird, das können sich viele nicht vorstellen, gibt es diese 360-Grad-Bilder, die wir hier zusammen montiert haben, die man über Google Maps auch leicht im Internet findet und sich dann orientieren kann, durch das neue Gebiet sich durchklicken, die eine oder andere Information dazu auch holen kann und das zukünftige Entwicklungsgebiet jetzt schon begehen kann. Das Sonnenviertel ist ein besonderes Quartier im Rahmen der IBA Wien, liegt direkt am neuen Hauptbahnhof. Also hier war die alte Gleisanlage und was das Besondere ist, es ist fast durchgehend nicht geförderter Wohnbau, sondern frei finanziert, hat aber in einem Prozess zwischen Stadtplanung und Grundeigentümer Aufgaben mitbekommen. Das heißt, es wurde vorgegeben, dass zu einem Preis von 4 Euro pro Quadratmeter die Erdgeschosszone als Nichtwohnzone anzubieten ist und die Bauträger die Möglichkeit haben, sich das, was ihnen fehlt, auf die 4 Euro durch die darüberliegenden Wohnnutzungen quer zu finanzieren. Das wäre im geförderten Wohnbau nicht möglich, auch nicht zulässig. Was wir hier sehen können, ist, dass eine gute Mischung zwischen geförderten und nicht geförderten Wohngebäuden und Wohnmischgebäuden möglich ist und dass man im Grunde den geförderten Wohnbau entlasten kann, der üblicherweise in größeren Quartiersentwicklungen ja alle Leistungen fürs Quartier bringt, dazu auch noch wesentlich billiger ist, meistens höhere Qualität bietet als der frei finanzierte. Und um hier eine bessere Balance zu finden, hat man dieses Modell einmal entwickelt, da können wir daraus lernen und das in die weitere Stadtentwicklung übernehmen. Interessant ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel das Gebäude Mio, das wir dann auch noch im Modell uns genauer ansehen können. Hier wurde es geschafft, dass die Gewerbeeinheiten sehr kleinteilig organisiert wurden, 25 Quadratmeter Einheiten, die auch dazu beitragen, dass wirklich eine vielfältige Nutzungsmischung vor Ort stattfindet. Das würde ein Bauträger normalerweise nicht schaffen oder sich nicht zutrauen, so kleine Einheiten zu schaffen. Daher gibt es hier im Hintergrund jemanden, der das koordiniert. Dadurch ist das möglich, dass schon bereits zum Zeitpunkt der Besiedlung auch die Gewerbenutzung vollständig vorhanden ist. Wenn wir weitergehen zum Projekt MIO, dann haben wir uns hier das Modell von Fleiß-Trerowitz ausgeborgt, die in der Bearbeitungsphase sehr stark auch mit der Gruppe, die das dort entwickelt hat, so gebaut hat. Und sie wollten in dem Modell zeigen, wie bestimmte Raumsituationen flexibel gestaltet werden können. Durch Schiebewände, durch Vorhänge, durch kleinere Abgrenzungen und Abtrennungen, die es ermöglichen, die im Grunde selben Grundrisse sehr flexibel zu gestalten und auf verschiedene Bedürfnisse einzugehen. Die Entwicklung des Sonnenviertels Ost ist von städtischer Kleinteiligkeit geprägt. Das ist bei Neubaugebieten nicht immer der Fall.
Speziell beim Sonnenviertel Ost wurden in bestimmten Baulagen Quartiershäuser und Baugruppen vorgesehen. Das Quartiershaus ist ein neuer Typus, der hier zum Einsatz gekommen ist, der quasi mehr als das reine Wohnen anbieten kann. Das Quartiershaus schafft nicht nur Angebote auf seinem eigenen Bauplatz, sondern darüber hinaus auf die Nachbarschaft hinbezogen bzw. auf den ganzen Stadtteil. Es gibt eine herausragende Nutzungsmischung und viele Angebote, die aus anderen Stadtteilen Menschen in diesen neuen Stadtteil hineinbekommen sollen und dadurch eine optimale Mischung erzielen sollen. Das Quartier an der Schanze leitet die erste Entwicklungsetappe im Donaufeld ein. Der Bauträgerwettbewerb dazu ist mit Beginn dieses Jahres 2020 fertiggestellt worden. Es war ein zweistufiger dialogorientierter Wettbewerb. Das heißt, in der ersten Stufe wurden anonym die Einreichungen abgegeben. In der zweiten Stufe hat dann der Dialog zwischen den Planenden und den Bauträgern begonnen. Dieser Dialog endet aber nicht mit dem Bauträgerwettbewerb, sondern setzt sich nach wie vor fort. Es gibt Arbeitsgruppentreffen, die unter anderem von der IBA initiiert wurden im Bauträgerwettbewerb zu den wichtigen Kernthemen. Und dabei wird eben dieser bauplatzübergreifende Gedanke weitergeführt. Der Schwerpunkt im Quartier an der Schanze im Bereich des Wohnens waren, Wohnformen zu konzipieren für getrennt und Alleinerziehende. Das spiegelt sich im ganzen Quartier wieder auf den unterschiedlichen Bauplätzen. Daneben gibt es weitere Nutzungen wie Coworking Spaces, Atelierräume, einen Superkreisler und viele weitere Nutzungen, die sich in dem ganzen Gebiet verstreuen. Was am Bauträgerwettbewerb an der Schanze im Donaufeld sehr schön zu sehen ist, dass sich auch bei den Bauträgerwettbewerben von einem zum anderen die Inhalte weiterentwickeln. Und das zeigt auch den hohen Innovationsgrad, der in Wien vorhanden ist.